Stell dir vor, es ist das Jahr 1999. Die Welt steht Kopf, weil plötzlich jeder mit einer Webseite zum Millionär werden kann. Firmen, die noch nie einen Cent verdient haben, sind über Nacht Milliarden wert. Menschen stehen Schlange, um Aktien von Unternehmen zu kaufen, deren Geschäftsmodell niemand so richtig versteht. Klingt verrückt, oder? Nun, das ist die Dotcom-Ära. Aber warte mal, kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Heute, 25 Jahre später, erleben wir etwas sehr Ähnliches. Nur, dass diesmal nicht .com das Zauberwort ist, sondern KI oder sowas wie AI-powered. Die Muster sind so verblüffend ähnlich, dass es fast schon gruselig ist. Lass uns eine kleine Zeitreise machen. Ende der 90er Jahre war das Internet noch relativ neu für die breite Masse. Die meisten Menschen hatten gerade erst ihre erste E-Mail-Adresse bekommen und Websites sahen aus wie digitale Broschüren. Aber die Vision war gigantisch. Das Internet würde alles verändern. Jedes Geschäft würde online gehen. Physische Läden würden verschwinden. Die gesamte Wirtschaft würde sich über Nacht transformieren. Und weißt du was? Diese Vision war nicht komplett falsch. Das Internet hat tatsächlich alles verändert. Nur nicht so schnell und nicht so, wie alle dachten. Aber damals war die Euphorie so groß, dass Realität und Fantasie völlig verschwommen sind. Nehmen wir zum Beispiel Pets.com. Diese Firma wollte Tierfutter online verkaufen. Klingt heute völlig normal, oder? Aber 1999 war das revolutionär, auch wenn ich das Wort nicht mag. Das Unternehmen sammelte über $300 Millionen ein, hatte einen der teuersten Super Bowl Werbespots aller Zeiten und war zeitweise über $1 Milliarde wert. Das Problem? Sie haben bei jedem verkauften Produkt Geld verloren. Nicht wenig Geld, viel Geld. Aber das war egal, denn Profit ist oldschool, wie damals alle sagten. Oder schauen wir uns Webvan an. Die wollten Lebensmittel online verkaufen und nach Hause liefern. Heute machen das Rewe, Edeka und viele andere auch. Aber Webvan dachte, sie müssten sofort in jeder großen Stadt der USA präsent sein. Sie bauten riesige automatisierte Lagerhäuser, kauften Hunderte von Lieferwagen und stellten Tausende von Mitarbeitern ein. Alles bevor sie bewiesen hatten, dass ihr Geschäftsmodell überhaupt funktioniert. Das Resultat? Über $1 Milliarde verbrannt in weniger als 2 Jahren. Das Verrückte war, damals reichte es völlig aus, .com an den Firmennamen zu hängen und schon stiegen die Aktienkurse. Firmen haben buchstäblich nur ihren Namen geändert und waren plötzlich doppelt so viel wert. Es gab sogar einen .com-Index an der Börse. Die Bewertungen hatten nichts mehr mit der Realität zu tun. Jetzt spulen wir vor ins Jahr 2024. ChatGPT hatte die Welt im Sturm erobert und plötzlich ist künstliche Intelligenz überall. Jedes Startup schreibt AI-powered in seine Beschreibung. Jede App bekommt einen Chatbot, jedes Unternehmen braucht eine KI-Strategie. Und die Investoren, die werfen wieder mit Geld um sich, als gäbe es kein Morgen. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, ist Stand heute etwa $300 Milliarden wert. Das ist mehr als BMW, Siemens oder die Deutsche Bank. Anthropic, die Firma hinter Claude, hat gerade wieder Milliarden eingesammelt. Perplexity, ein KI-Suchunternehmen, ist plötzlich Milliarden wert, obwohl Google seit 25 Jahren das Suchgeschäft dominiert. Aber hier wird es interessant. Viele dieser KI-Startups machen das gleiche wie die .com-Firmen damals. Sie nehmen bestehende KI-Modelle über Schnittstellen, sei es von OpenAI oder anderen Anbietern, und entwickeln darauf aufbauende Anwendungen. Das ist, als würde man 1999 eine Website erstellen und behaupten, man hätte ein neues Internet erfunden. Es gibt hunderte von Startups, die im Grunde ChatGPT-Rapper sind. Sie nutzen APIs großer Sprachmodelle, kombinieren sie mit bestehenden Technologien, verpacken das Ganze in eine Anwendung und sammeln Millionen von Investoren ein. Viele sind erfolgreich damit, aber ist es wirklich Innovation oder nur cleveres Marketing? Die Rhetorik ist auch verblüffend ähnlich. Damals hieß es, das Internet macht alles anders, traditionelle Geschäftsmodelle sind tot, wer nicht online geht, wird verschwinden. Heute hört man nur, KI wird alle Jobs ersetzen, in 5 Jahren brauchen wir keine Programmierer mehr, AGI ist nur noch Monate entfernt. Beide Mal wurde eine echte, revolutionäre Technologie völlig überhyped. Das Internet war tatsächlich revolutionär, aber es hat 20 Jahre gedauert, bis Online-Shopping wirklich Mainstream wurde. Amazon wurde 1994 gegründet, aber erst um 2010 herum haben die meisten Menschen regelmäßig online eingekauft. Bei KI sehen wir das Gleiche. Die Technologie ist beeindruckend, keine Frage. ChatGPT kann Texte schreiben, die von menschlichen nicht zu unterscheiden sind, und erstellt Bilder aus Textbeschreibungen. KI hilft beim Programmieren und bestimmte KI-Tools können bei der Recherche helfen. Das ist alles real und nützlich. Aber dann kommen die wilden Versprechungen. KI wird alle Bürojobs ersetzen, Ärzte und Anwälte werden überflüssig und Roboter, die unsere Haushaltsarbeit übernehmen. Klingt erstmal nach möglichen Szenarien, aber die Realität ist komplizierter. Denn die menschliche Komponente bleibt ein entscheidender Faktor. KI gibt uns kein Big Picture, sondern beantwortet uns eine präzise Frage in einem bestimmten Rahmen, den wir selbst festlegen. Und dieser Rahmen ist häufig nicht ausreichend. Denn sobald wir einen wichtigen Faktor nicht berücksichtigen, ist die Antwort, die wir in unserem Fall bekommen, nicht richtig. Und wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schief geht?
Das Problem ist das gleiche wie damals. Wir überschätzen, wie schnell sich Technologie durchsetzt und unterschätzen, wie komplex die echte Welt ist. 1999 dachten alle, dass binnen 2 Jahren jeder nur noch online einkaufen würde. Heute denken viele, dass binnen 2 Jahren KI alle Bürojobs übernommen hat. Die Parallelen gehen sogar bis ins Detail. Damals gab es Internetberater, die Unternehmen dabei helfen, digital zu werden. Heute gibt es KI-Berater, die das gleiche mit künstlicher Intelligenz machen. Damals entstanden überall Inkubatoren für Internet-Startups, heute entstehen überall KI-Acceleratoren. Sogar die Sprache ist ähnlich. Damals war alles disruptiv und revolutionär, heute ist alles transformativ, game-changing und auch revolutionär. Damals würde das Internet alle Branchen umkrempeln, heute wird KI alle Branchen umkrempeln. Aber vielleicht ist es faszinierend die Geschwindigkeit, mit der sich die Narrative entwickeln. 1995 wussten die meisten Menschen nicht mal, was das Internet ist. 1999 war es die wichtigste Technologie der Menschheitsgeschichte. 2001 war es wieder nur ein Werkzeug unter vielen. Bei KI läuft es noch schneller ab. 2020 kannten die meisten Menschen den Begriff GPT nicht. 2022 war ChatGPT plötzlich überall. 2024 reden alle davon, dass KI die Welt übernehmen wird. Wer weiß, was 2026 passieren wird. Es gibt aber auch wichtige Unterschiede. Die Dotcom-Blase war hauptsächlich ein amerikanisches Phänomen. Der KI-Hype ist global. China, Europa, überall investieren Regierungen Milliarden in KI-Forschung. Das macht die Sache komplizierter und vielleicht auch nachhaltiger. Außerdem ist die Technologie heute viel ausgereifter. 1999 war das Internet noch langsam, unzuverlässig und schwer zu benutzen. Heute funktioniert ChatGPT einfach. Du tippst eine Frage und bekommst eine vernünftige Antwort. Das ist ein riesiger Unterschied. Trotzdem sind die Muster verblüffend ähnlich. Übertriebene Versprechungen, irrationale Bewertungen, Investoren, die Geld auf alles werfen, was nach der neuen Technologie klingt und vor allem die Überzeugung, dass diesmal alles anders ist. Weißt du, was nach der Dotcom-Blase passiert ist? Die wirklich guten Ideen haben überlebt. Amazon, Google, eBay sind heute alle größer denn je. Aber es hat Jahre gedauert, bis sie profitabel wurden und ihr Potenzial wirklich entfaltet haben. Die meisten anderen Firmen sind verschwunden. Aber das Internet selbst ist stärker zurückgekommen als je zuvor. Vielleicht passiert das Gleiche mit KI. Die Technologie ist so real, sie ist mächtig und sie wird unser Leben verändern. Aber wahrscheinlich nicht so schnell und nicht so dramatisch, wie alle gerade denken. Und vielleicht ist es auch gut so, denn die besten Innovationen entstehen oft dann, wenn der Hype vorbei ist und die Leute anfangen, ernsthaft an den echten Problemen zu arbeiten. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, wie ein bekannter Spruch schon sagt. Und gerade das klingt sehr nach einem Reim aus dem Jahr 1999.